Und da, genau, das kommt nämlich jetzt. Und zwar, dass es dort eben Monitore gab. Hier wird es als Himmelstore beschrieben. Ne? Ja. 16. Satz. In diesem ersten Himmelstore, Sichtschirm, Monitor, also ward kein Geheimnis verberget, denn der Soha, das strahlende Licht, alles durchdringende Suchstrahlen, dringete in den kleinsten Raum der Hütten und offenbarte das letzte darinnen Vertrauete und Geheime. Ja, das musst du dir aber nicht vorstellen wie ein Bildschirm. Ja. Sondern das ist, wie man sagt, ein Holograph. Mhm. Du weißt, was ein Holograph ist. Ja. Oder? Ja. Es wird also projiziert. Wir sind so weit auf unserer Erde, dass wir das auch können. Mhm. Aber es ist stationär. Mhm. Oder? Und dortmal die SAP-Technik, die dortmal verwendet ist, so wie sie heute auch bei denen gang und gäbe wäre, oder? Wird das einfach irgendwo, wo sie wollen, wo es soll hergestellt werden, können sie das durch Energien, wo sie dort her schicken, können sie ein Hologramm erzeugen. Oder wir auf unserer Welt, mit unserer Technik sind heutzutage nur fähig, ein Hologramm erzeugen von einem bestimmten Punkt an einem bestimmten Punkt her. Mhm. Von einem bestimmten Punkt aus. Und sie können das über sehr weite Distanzen, wo unter Umständen nicht einmal auf der Erde sind, können projizieren, dass da erschienen sind, dass man das gesehen hat und dass das, wie soll ich sagen, es ist einfach sichtbar geworden, wie ein Hologramm eben sichtbar wird. Ja. Oder? Wo das Hologramm auch lebendig ist, weißt, wo Bewegungen siehst und alles zusammen, wo ja, wie einen Film gucken im Grunde. Ja, also, nur, dass es eben holographisch ist, oder? Also, ein holographisch ist etwas ganz anderes, als das Filmtechnik hat, oder? Ja. Wo auf einem Schirm oder Leinwand etwas erscheint. Ein Hologramm ist einfach in der Luft. Ja, das ist dreidimensional. Ja, dreidimensional. Ein Bildschirm ist ja immer flach und zweidimensional. Ja. Aber ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und das ist mal, auch heute noch Menschen, die das nicht kennen, die sagen, das ist geisterhaft. Und das ist auch eine Projektion. Ja. Aber eben eine dreidimensionale Projektion. Ja, genau. Ja, kannst du auch gehen und das von hinten dir beobachten. Ja, genau. Ja. Und das wird heute noch nicht begriffen, dass das auf diese Art und Weise wirklich funktioniert, wie es dort mal schon funktioniert hat. Ja. Wenn heute ein Mensch sieht und keine Ahnung hat, von einem Hologramm, der wird halb wahnsinnig oder weiss ich was, oder? Ja. Oder? Ja, der fängt an fantasieren und sagt, das sind Heilige, das ist der liebe Gott und weiss ich was alles, oder? Mhm. Ja. Aber was ich hier nicht verstehe, ist hier in diesem ersten Himmelstore, also ward kein Geheimnis verberget, denn der Soha dringete in den kleinsten Raum. Unser Zentrum, Medizinzentrum wird ja auch Soha-Zentrum genannt. Ja. Was, ist das gleiche oder ist das was anderes? Das ist etwas völlig anderes. Okay. Das sind Hologramme, wo wie soll ich dir sagen, wo durchdringend gsi sind durch alle Wände hindurch, wo die Sachen erschienen sind, was hätte sollen erscheinen,
wie soll ich sagen, was hat müssen sein, was man hat wollen darstellen, was man hat wollen zeigen und so weiter und so fort. Und die Hologramm, wo dort mal diesbezüglich verwendet worden sind so gewesen, dass sie sogar die Wand durchdrungen haben und im anderen Raum erschienen sind. Was hat müssen erscheinen? Was hat müssen gezeigt werden? Ja, ich stelle mir das so vor, dass es nicht einfach an einem Punkt war, sondern durchdringend durch alle Wände, durch die Häuser durch und alles zusammen. ja, das, was du dir anschauen möchtest, dort wird sozusagen die Information abgegriffen und dann kannst du das halt sehen, dann wird's dir projiziert. Ja, nicht egal. einfach abgegriffen. Das ist am besten kann ich dir das erklären, wenn du Wände hast, wo Glas sind, zum Beispiel statt gemauerte Wände, nur gläsige Wände, wo durchsichtig sind, wo das Licht durch mag. Da kannst du mit Taschenlampe zum Beispiel kannst du durch die Wand durchleuchten und das Licht ist im anderen Raum und wieder im anderen Raum und wieder im anderen Raum. So viele Räume wie dann vorhanden sind. Oder? Und der Serreweg hat das Hologramm dort mal ein Serreweg funktioniert, dass das durch Wand durchgegangen ist, oder? Und im anderen Raum hast du das wieder gesehen und im nächsten Raum hast du das wieder gesehen und so weiter und so fort. Ja. Ja. Nur, dass dort eben feste Wände sind und nicht Glaswände. Ja, die Fotos, die du auch da vom Area 51 gemacht hattest, da durch die Wände durch mit Semiramise, das ist ja das Prinzip. Also man konnte durch diese Wand dann durchschauen. Ja, das kennen sie heute noch nicht. Na. Das kennen sie heute noch nicht. Ja. Das Einzige, was du kannst vergleichen, du bist jetzt in dem Raum, du hast da ein Telefon, ein Handy oder ein Telefon, oder? Und allein ein Funktelefon und kannst telefonieren und im nächsten Raum kannst du das abnehmen, kannst reden dort dann oder noch einen Raum weiter und weiss ich wo, oder? Ja. Da ist es einfach die Schwingungen von der Energie, elektrische Energie und so weiter und so fort, wo da wirken tut. Und dort ist es eben die holographische Energie. Ja, genau, sichtbar dann. Ja. Und genau, dass Emanuel das dann halt sieht, wie die Menschen wirklich leben. Und aber ist das so, dass man da dann immer hinreisen muss oder ist es egal, Nein, wo man ist? Das ist ja egal. Für die Technik, die verwendet worden ist, und die haben sie sicher noch verbessert bis heutzutage, oder? Da haben sie nicht müssen extra zur Erde kommen, das ist durch den Weltraum durchgegangen. Ah, so weit. Und durch unser ganzes Sonnensystem durch. Oder? Ich weiss nicht, das Vater hat einmal davon geredet, von Lichtjahren, von etwa 1500 oder 1600 Lichtjahre weit. Sei das möglich. Also, das ist 1940er Jahre ist das einmal gewesen, wo er das gesagt hat. Und da hat er von 15 oder 1600 Lichtjahren hat er geredet, dass die die holographischen Sachen können gesendet werden und sich manifestieren. Okay. 15, 16, stell dir mal vor, das 15, ist 1600 Lichtjahre. Ja. Ja, unglaublich. Ja. Dann heißt es weiter,
20. Satz. Unweit dieser 3 Himmelstore ward der Palast des Ischwisch erbauet, des Herrschers dieser Menschengeschlechter und der weithergereiseten aus den Tiefen des Himmels, Weltenraumes, der Himmelssöhne der Wächterengel. Und dann in diesem Palaste lenkete der Ischwisch die von ihm in seinem Auftrag durch die Himmelssöhne gezeugeten Menschengeschlechter, weiße, schwarze, gelbe und rote, und über sein Gefolge die Himmelssöhne. Ja, aber das ist alles in dem deren Universum passiert. Das ist nicht im Ankar-Universum passiert. Das ist alles zusammen da passiert. Ja. Von diesen Himmelssöhnen, von diesen Engeln und so weiter, wie es dort mal geheissen hat, oder heute haben sie andere Begriffe, oder? Das ist alles in dem Paralleluniversum ist das gewesen. Ja. Es ist also nicht in einem anderen Paralleluniversum gewesen, sondern in dem Universum. Also hat es dann Menschengeschlechter gegeben, die von den Weithergereisten gezeugt wurden? Richtig. Aber es gibt ja auch eben, wie wir da schon drüber sprachen, dass Maria führt auf Adam zurück, die Mutter von Emanuel. Ja. Und Adam wurde von Semjasa Ja. gezeugt. Und Gabriel, der Plejare, hat Emanuel gezeugt. Ja, du musst dir vorstellen, die Plejaren, die haben mal, das machen sie auch heute nicht mehr, haben sie sich in das und dieses und jenes haben sie sich eingemischt, unerkannt, ohne dass man gewusst hat, dass sie aus einem anderen Universum entstanden. Ja. Haben sie sich eingemischt gehabt. Und Ja. das machen sie ja heute nicht mehr. Und sie sagen, wir wollen absolut nichts zu tun haben mit den weit hergereisten, mit diesen sogenannten UFO und weiss ich, wie alles genannt wird. Da halten sich strikt raus. Ja. Dann, sie wollen nicht, dass irgendwelche von da ins Ankar-Universum kommen und dort anfangen, Streit suchen und Macht suchen und so weiter und so fort. Und das wird streng vermieden. Ja. Schon seit 25 Millionen Jahren. Ja. Aber die Lehre von Nokodemion ist ihnen auch bekannt, den Weithergereisten. Nein, Ist ihnen nicht bekannt. nein. Es ist nichts bekannt auf der Erde vom Nokodemion. Man hat das alles weggedruckt, man hat Götterwelten erfunden und so weiter und so fort. Und man hat aus dem, was gebracht worden ist, genau das Gegenteil gemacht von dem, was hätte sollen. Es hätte eigentlich auf der Erde hätte alles sollen friedlich werden, statt Streit und Krach und Mord und Totschlag und Krieg und alles das. Das hätte müssen vermieden werden. Es ist aber nicht gelungen. Dann es sind von diesen weit hergereisten einige dahergekommen, wo eben Krieg gemacht haben, wo Streit gemacht haben und so weiter. Und das hat sich da, auf die ganze Welt hat sich das verbreitet. Und es ist also nicht gelungen, dass im Nokodemion seine Lehre durchgedrungen hat. Auch beim Immanuel dort. Es sind schon Künder sind gebracht worden, die Lehre gebracht worden von den Kündern, muss man sagen. Die Lehre gebracht worden von Kündern, diese und jene und auf der ganzen Welt. Aber im Mittleren Osten hauptsächlich hat sich dann angefangen, alles zu konzentrieren, wo eine Weltreligion daraus entstanden ist, oder? Und dann nachher wieder eine Weltreligion entstanden ist, genau so, wie das passiert ist im Osten hin mit dem Hinduismus und so weiter und so fort. Oder Taoismus und weiss ich was alles, oder?
Und das sind einfach verschiedene Gruppierungen gewesen, von weit her gereisten. Die haben das geglaubt, diese glaubt, jenes glaubt und so weiter und so fort. Oder? Und das hat dann schlussendlich auch die verschiedenen Meinungen gegeben und so weiter. Und hat alles schlussendlich immer zu Streit und Hass und Krieg geführt. Ja. Und das ist heute noch so. Und der Kreis will weichen von dem, was bei ihnen falsch ist. Sie wollen das weiterführen. Es besteht praktisch keine grosse Chance, dass das in kurzer Zeit würde durchgreifen. Das geht Jahrzehntausende. Ja. Ja. Also die weit hergereisten sind dann sozusagen die eben auch Menschengeschlechter gezeugt haben, Genau. aber zusätzlich eben auch, dass es Friedvolle unter ihnen gab und dann eben auch die Kriegsparteien. Genau, wie heute. Wie bei uns man auch. hat Länder, wo halbwegs friedlich sind. Es hat Menschen unter denen halbwegs Friedlichen, wo wirklich friedlich sind, wo gar nichts wollen, von Rache und Mord und Totschlag und so weiter und so fort, wo wirklich friedlich sind. Es hat das einige, wo nichts anderes als Streit wollen, Hass wollen, Krieg wollen, Mord und Totschlag. Oder? Und einzelne Menschen, wo gut können reden, gut können diktieren und indoktrinieren und so weiter und können Völker und sie Völker mitreissen, so wie der Hitler das gemacht hat, oder da nimmst du Zinise, der Lenin oder der Netanyahu oder weiss ich wer, der Dings da in Amerika, der Trump und so weiter und so fort, oder? Da kannst du nichts machen, da kannst du nur reden. Oder? Und hoffen, dass dieses und jenes hängen bleibt, dass beim einen vielleicht schalten tut, dass er überall denken tut, richtig nachdenken tut. Und das wird, was er eigentlich soll, ein wahrer Mensch. Oder? Ja. Aber das ist leider eine Minorität von der Minorität. Oder eine Minorität, die wirklich Frieden will und auf Frieden hinschaffen tut und Frieden halten tut. Auch in sich innen selber. Oder? Und dann die andere Minorität, die halbwegs, weisst, wo zweifelhaft ist, oder? Und dann kommt das Gros von der Menschheit, wo der Charakter sehr weggebildet ist, dass Mord und Totschlag herrscht. Ja. Oder? Und das sind eigentlich die 3 Gruppen, die es gibt auf dieser Welt. Oder? Mhm. Die wirklich Friedlichen, die zwischen Frieden und Krieg, und das sind viele, und dann das Gros von der Menschheit, wo nicht als rachsüchtig ist, wo wir morden für das und dieses und jenes und so weiter und so fort. Ja. Du kannst eigentlich Menschheit auf die 3 Gruppen einteilen. Ja. Oder einteilen. Ja. Denn mit denen Emanuel dann mitgegangen ist, diese 40 Tage, die haben ihn ja schon viel belehrt. Also das muss dann schon eine Gruppierung sein, die den Menschen wohlwollend eingestellt sind gegenüber, ne? Die eben Frieden wollen und dass sie sich entwickeln. Wo es richtig haben wollen, wo aber nicht gelungen ist, aus dem Grund, weil die Erdlinge da sind, und das ist ein Gros von der Erdling, wo eben Mord und Totschlag, nach dem Mord und Totschlag aus ist. Ja, und dann, die sie auch dann wieder bekämpft haben mit dem Befahrt und so weiter. Genau. Ne? Dass sie die im Untergrund
wortwörtlich im Untergrund Ja. sich versteckt haben Ja. und Genau. die Menschheit manipuliert haben. Ja. Und da hat eben noch weit hergereiste gehabt, wo das Gruppierungen gsi sind, wo recht bösartig sind, wo sich da auf der Erde festgesetzt haben und Unheil angerichtet haben. Auf die Art und Weise, oder? Ja. Und das macht es dann natürlich auch für die weit hergereisten schwierig. Sie wollen ja auch nicht entdeckt werden von Edelfast oder so. Richtig. Genau wie du ja mit Asket da reinschleichen musstest, weil das hätte die ganze Mission ja gefährdet, wenn er entdeckt worden. Genau. Eben, So. die Seeheini zum Beispiel. Ja. Oder wir haben es einfach die Seeheini genannt, oder? Ja. Das macht's dann schon genauso komplex wie mit unseren Auswärtigen von den Ländern oder so, ne? Mit dem Auswärtigen. Ja, man hat uns ja noch die Sachen haben uns ja noch das Leitwerk da im Remisenhalle, wo wir betoniert haben. Wir haben eine 2 Meter dicke Betonmauer gemacht. Die hat man rausgefibriert, das ist jetzt der Boden. Ja. Stell dir mal vor, 2 Meter dicke Betonmauer. Ja. Also, wie es das Zentrum breit ist, oder? Ja. Hat man rausgefibriert, bis sie abgetaucht ist, versoffen ist. Ja. Und das Bild ist der Boden. 2 Meter Beton. Ja. Stell dir mal das vor. Ja. Ja, da haben sie euch halt, war im Grunde sozusagen Manipulation und eben zu zerstören. Ja. Das zu zerstören. Richtig. Die werden halt auch sehr alt, ne? Nahe unsterblich. Unsterblich aus dem Grund, weil man hat unsterblich gesagt, aus dem Grund, weil sie eben nahezu 1000 Jahre oder 1500 Jahre geworden sind. Da hat es geheißen, unsterblich. Das heisst heute noch. Ja. Wenn einer nur 130-jährig wird, dann heisst es ja, der ist ja unsterblich. Oder? Das ist nicht das gemeinte ewiges Leben, oder? Ja, sondern es ist einfach ein langes Leben, oder? Ja. Und dass der Ischwisch eben uralt ward und von riesenhaftem Wuchs wie die Himmelssöhne. Und wie zum Beispiel derjenige, wo da oben da gesehen worden ist von dem Militärwächter da, wo am Andron begegnet ist, wo da 5,5 Meter gross ist, oder? Ja. Da geht man und ins Wachlokal ab, nimmt Pistolen und verschießt sich. Ja. Und voran hat man das Leid gewerkt, weisst. Sämtliche Tänzli, die ich gesetzt habe da oben, hat er Krut und Fetzen geschnitten. Ja. Und dann ist er eben dem Dings begegnet da oben, am Andron dort. Ja. Weisst du, da war noch ein Wachturm früher da oben. Ach so. Ja. Und da hat er ihnen und der Wächter hat da dort in den Wachturm hin müssen und der andere dort oben gestanden, oder? Ja, und plötzlich steht er vor ihm. Das hat er dann nicht verarbeitet. Hat er nicht verarbeitet und hat sich dann kurz, ein paar Minuten später erschossen. Ja. Ja, hier wird dann nämlich noch weiter beschrieben, dass ihr Angesicht leuchtete wie die Sonne, ihre Augen gleicheten brennenden Fackeln, die Augäpfel waren rot, nicht weiß wie bei den Menschen der Erde, und aus ihrem Munde gehte Feuer hervor, gesprochene Worte der Weisheit und warmer, dampfender Atem. Ja, das musst du nicht bildlich vorstellen. Ja, das ist kein Feuer, sondern... Ja. Das ist, das Wort hat wie Feuer gewirkt. Die Augen, weisst, geleuchtet, weisst, wie soll ich sagen, weisst, vor Freude oder sonst irgendetwas, oder. Das sagt man auch heute noch. Das sagt man, oder? Ja. Genau dasselbe wird heute noch gebraucht, oder?
Ja, du schreibst hier halt da in Klammern, ihr Angesicht leuchtete wie die Sonne, strahlete in Liebe. In Ja, ja, natürlich. Ihre Augen Das gleichen sagst du. brennenden Fackeln. Das sagst du heute noch. Gerade bei Kind. Das hörst du auch im Fernsehen. Es leuchtet, das Gesicht leuchtet wie eine Sonne. Mhm. Weißt du, so gebig, so freudig, so aufgelöst, freudig. Es leuchtet wie eine Sonne. Das braucht man heute noch. Ja. Also dann kann das schon sein, wenn es da Augenzeugenberichte gibt, das ist dann immer natürlich schwierig zu sagen, wo sie sagen, sie haben eine Person getroffen, die angeblich von irgendwo weit herkommt, aus dem All. Ja, da werden einige Ausdrücke gebraucht. Ja. Und Ja. das dann. Das siehst du auch da, wenn du irgendwann hergehst, oder? Da siehst du auch im Fernsehen. Da wird das und dieses und jenes gesagt. Das ist genau gleich wie damals mal. Ja. Oder? Aber kann dann schon sein, dass es ab und zu dass eben nicht alle Lügner sind, die sagen, sie haben Außerirdischen getroffen. Oder das kann weit hergereist sein. Nein, ja, es sind einfach weit hergereiste, oder? Aber du musst können das definieren, was echt ist und was nicht. Dann, es gibt viele, die wollen einfach im Vordergrund stehen, die wollen, ich bin das, oder, und so weiter, obwohl sie überhaupt nichts gesehen hat. Ja. Oder? Und dann glaubt man es den anderen, oder nimmt es den anderen nicht ab, wo es dann wirklich passiert ist. Ja. Oder? Ja. Ja, ich denke, dass die meisten schon, die lügen. Aber es scheint dann doch auch solche Begegnungen zu geben. Ja, logischerweise. Und das gibt's auch heute. Ja. Oder? Und im Grunde sind dann eben nicht alle von uns, aber eben bestimmte sind sozusagen Nachfahren von ihm. Richtig. Ja. Und dann hat es aber eben sozusagen von nicht so netten, weit hergereisten diese 2 Genmanipulationen vor, ich weiß nicht wie viel 1000 Jahren gegeben, mit dem Aggressionsgen. Ja, genau. Und dem. Das ist auch vor 100.000 Jahren gewesen, oder Millionen von Jahren. Und ich weiss die Zeiträume auch nicht. Ja. Oder? Und dann auch die Begrenzung der Lebensspanne. Genau. Sonst würden wir jetzt die einen sind älter, die anderen sind jünger geworden, die anderen älter geworden und so weiter. Oder genau wie da auf der Erde, da in den verschiedenen Völkern, da wären Menschen älter. Oder einige, die wären nicht so alt. Wenn du die Europäer nimmst, wo früher, vor etwa 60, 70 Jahren, da sind sie noch 50, 60-jährig geworden. Heute wären sie 100 bis 130. Der älteste, wo da gestorben ist, der ist 130 oder 131 jetzt. Oder? Ja. Früher sind Menschen 50, 60-jährig geworden. Früher sogar noch nur 20, 30 Jahre alt. Oder? Und da sind sie aber schon alt gewesen, oder? Mit 20, 30 Jahren. Oder? Ja, kann man sich. Das kann sich der Mensch, wenn der normale Mensch, der sich nicht befassen tut mit dem, der nicht weiss, was los ist und was war und so weiter, der kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Da kannst nachforschen, kannst schauen, wann sind Menschen so und so alt geworden, was ist der Durchschnitt vom Alter totsmal, was ist es totsmal gewesen, was ist es heute und so weiter und so fort, oder? Ja. Und gegenwärtig, seit etwa 50, 60 Jahren klettert es da bergwärts mit dem Alter der Menschen. Werden älter.
Wo's Ja, früher, ja, ja. wo's früher 40 Jahre alt geworden sind, das ist schon ein Methusalem-Alter gewesen, Ja, oder? ja. Ja, Ja, ich glaube, ja, das war's für so das Kapitel. Hier das einzige, was ich noch gerne fragen wollte, war hier, es wird dann eben gesagt, dass seit der Zeit beginnete Jemanuel an zu lehren und sagete, tuet Buße und führet weder Krieg noch Hass und kehret euch nicht den Gottkulten zu, also aber der Liebe und Wahrheit und dem Wissen und dem Frieden und dem Gleichklang, Klammern Harmonie, mhm. denn durch sie allein beginnet das wahre Leben. Ja, genau. Und Und das ist was der Nokodemion gelehrt hat. Und der ist ja aus der Ebene Arahat, ist retour geschickt worden in die materielle Welt, oder? ja, Damit gelernt wird, es muss Frieden sein. Und dann gibt's Fortschritt. Ohne Frieden gibt's eigentlich keinen Fortschritt. Ja. Dann bleibt immer alles gleich. Mord und Totschlag. ja. Und daran, finde ich, kann man wieder gut sehen, dass eben die Kirche genau die Perversion dieser Lehre ist, egal welche, oder eben überhaupt alle Ja. Gottkulte und alle Sekten und Religionen, weil Ja. zum Beispiel jetzt, es ist offensichtlich, dass das ein Genozid im Gazastreifen ist. Ja. Und du hörst Nichts nichts vom anderes. Papst. Ja. Kein Wort. Ja. Als ob, da schweigt. Ja. Da wird dann immer, Ja. am Anfang Jetzt- des Krieges jetzt wird los- dann noch mal jetzt was los vielleicht der gesagt. Trump, Und der dann, Diktator da ins gleiche Horn wieder Netanyahu. ja, aber ich meine, dass die Kirche dann immer schweigt. Ja. Sie hat ja die Macht, Ja. an die Presse zu treten und zu Ja. sagen, das ist falsch. Oder, ne? Das machen sie aber nicht. Machen sie nicht. Nein. Ne? Weil sie in Wirklichkeit Ja. eben wahrscheinlich mit dran verdienen. Na ja, nicht. Ja. 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 Und Ja. durch Investitionen. Ja. Und Das ist ja so, leider. genau das Gegenteil von dem. Religion, das ist nichts anderes als ein Geschäft. Ja. Oder? Religiöser Glauben ist ein Geschäft. Ja. Oder? Da wird nicht gedacht, du musst glauben, was ich sage. Mhm. Oder? Ja. Es ist nicht eine Lehre, dass der Mensch etwas lernen tut. Selber sich wird als das, was er muss sein, als ein friedliches Wesen, wo hilfreich ist gegenüber der Schöpfung, also gegenüber der Natur, dass er sie pflegen tut, dass er sie ehren tut, dass er sie würdigen tut. Und dazu gehört auch der Mensch und jedes sonstige Lebewesen, ob es Tiere sind, Tiere oder Getier oder sonst Lebewesen, irgendwelche. Oder? Ja. Ja. Das wird durch die Religion halt nicht gelehrt. Na, das, Die Religion, wenn du Bibel, alleine die Bibel einmal nimmst, oder weißt, das gibt ja verschiedene, von den verschiedenen Sekten gibt's verschiedene Bibeln. Oder weißt, es ist nicht jede Bibel gleich, oder? unterschiedliche Übersetzungen und so weiter. Ja, nicht nur das, sondern auch anders aufbauen, anders Glaubenzeug und anders weiss ich was alles, andere Lehren und so weiter und so fort. Es ist aber schon in diesen Bibeln ist Mord und Totschlag programmiert, Ja. oder? Was heisst umbringen und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht in welchem Buch Mose, aber da reiht sich ein Genozid an den nächsten. Ja, genau. So wird's auch beschrieben. Ne? Ja. Dann hat das Volk ausgelöscht Ja. oder das Geschlecht Ja. das Geschlecht und so weiter. Und das ist einfach nicht richtig, Ja. oder? Ja, man sieht, wo da der Schwerpunkt dann wieder Ja. ist. Ne? Genau. Ja. Ja. Vielen Dank. Gut, gern geschehen.